Den Tofu habe ich ja sicherheitshalber da liegen lassen. Ich glaube, das ist ungesunder Zeug. Was gibt es Schöneres, als im Urlaub zum Zahnarzt zu gehen? Aber was will man machen, wenn man so lange unterwegs ist wie Sarah und ich? Dann kommt irgendwann mal der Zeitpunkt, an dem man seine jährliche Kontrolle machen muss. Und die wollen wir nicht schleifen lassen. Und deswegen haben wir uns hier in Thailand beraten lassen, haben uns einen guten Zahnarzt empfehlen lassen. Ja, und hier sind wir mal angekommen. Und für alle, die im Urlaub sind und vielleicht mal einen akuten Notfall haben, ist es ja auch mal wichtig zu wissen, wie so ein Zahnarztbesuch abläuft. Und dann auf jeden Fall werden wir euch nachher sagen, ob es denn gut oder schlecht war, ob ihr hingehen könnt oder nicht. Weil nur weil einer es erzählt, wissen wir ja noch nicht, wie es ist. Nein, wir probieren das jetzt mal selber aus. Wir sagen euch quasi, was wir gemacht haben, was das gekostet hat und dann könnt ihr selber entscheiden. So, wir sind jetzt raus. Wir sind mehr als zufrieden eigentlich. Ja, haben die sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, wir haben Kontrolle mit Zahnreinigung machen lassen und ich bin der Meinung, die Zahnreinigung war genauso wie eine professionelle Zahnreinigung in Deutschland. Würde ich auch sagen, ja. Wir haben pro Person 1800 Baht bezahlt. Ja. Wir haben aber eine Preisliste hier mit Kontaktdaten hier von dem Zahnarzt auf Koh Samui und das können wir euch einblenden. Genau. Und 1800 sind 45 Euro ungefähr pro Person. Ja, ungefähr. Irgendwie sowas. Also müssen wir nochmal genau ausrechnen und können wir dann auch einblenden. Also etwas günstiger, als ich jetzt zuletzt vor ein paar Jahren in Deutschland bezahlt habe. Ich glaube, ich habe 55, 60 Euro bezahlt. Die Preise in Deutschland kennen wir ja nicht mehr. Die genau. könnt ihr eventuell in die Kommentare schreiben, aber wir kennen die schon lange nicht mehr. Genau, aber uns hat schon ein paar Jährchen mehr. Aber ich bin zufrieden und irgendwie fängt das an zu fisseln. Ja. Also, bis später. Bis später, genau. Dann haben wir da hinten noch so einen Cocktail trinken, nicht Cocktail, Fruchtshake trinken und so weiter und so fort. Und da waren auch solche Stände. Aber diese Baustelle war hier nicht. Und da vorne diese ganzen Geschäfte waren auch noch nicht da. Jetzt gehen wir einfach mal gucken, was es hier alles so gibt. Also zumindest haben wir die nicht gesehen. Keine Ahnung, hier stand ja auch dieses Parking rein, aber die sind uns nicht aufgefallen. Also kann auch sein, dass die da gewesen sind. Jetzt schicken wir Sarah, muss was zu essen suchen. Sarah hat Hunger. Was ich essen möchte. Sarah will Pizza essen, aber ich habe keine Lust auf Pizza. Sarah will typisch thailändische Pizza essen. Hallo. Ja. Hier ist jetzt auf jeden Fall reichlich Platz für Kundschaft. Mit verschiedenen Essen. Burger? Wäre auch nicht schlecht. Ja, hier vorne, genau, hier kann man dann wenigstens mal wieder gut sehen und immer Preise zeigen. Hier so ein Crispy Chicken Burger 120 Baht oder, naja, also relativ preiswert hier. Und hier scheint jetzt in der Mitte auch noch mal was zu entstehen. Hier werden sie schon Fundament vorbereitet zum Betonieren. Und dann wahrscheinlich dann noch ein paar Stände mehr hier aufgemacht, weil da hinten sieht man ja auch noch, ist alles noch Baustelle. Und da kann man so ein bisschen den Weg erkennen, wenn man nämlich da hinten reingeht, hinter den ganzen Ständen lang, geht da der Weg direkt zum Strand. Ja, ich kann jetzt sogar da hinter der Baustelle ein bisschen den Strand erkennen. Aber vielleicht haben wir ja Glück und das Wetter hält sich einigermaßen, dann kann Sarah und ich dann einmal zum Strand gehen. So, und jetzt stehe ich schon fast dabei denen auf der Baustelle. Sarah will Pizza haben, ich glaube, die hat Hunger. Hier fühlt sich Sarah doch schon wieder wie zu Hause. Und sucht sich da ihre Pizza aus. Aber eigentlich nimmt Sarah immer dieselbe Pizza, deswegen weiß ich gar nicht, warum die da kocht. Ja, eigentlich sucht sie sich immer das gleiche aus. Ich werde mir jetzt gleich hier ein bisschen was zu essen aussuchen. Das kann man sich einfach so zusammenstellen, einfach alles auf den Teller. Dann gibt man den Leuten da den Teller und dann hauen die das hier auf den Grill. Hallo. Hallo. One moment. So, jetzt kann Martin sich nochmal beweisen. Er hat letztes Mal die Zangen entdeckt. Ja, diesmal werde ich mich benehmen und werde die Zange. Das ist gut, er kriegt jetzt gleich einen Teller. Und da kann er sich aus dem Ganzen hier zusammenstellen, was er haben möchte. Gibt ihr den Teller zurück. Und die frittieren das dann nochmal. Genau. Ihr seht das auch nochmal so grob, falls jetzt bei einem nicht so wisst, was das ist.
Ja, ich wollte sagen, die waren What's lecker. this? Tofu. Ah, Tofu. Is this too? Need one crab. Oh, chicken. Need one crab. Ah, Crab Chicken. Crab? Ah, yes. No, no crab chicken. Yeah, crab. This crab. This is, Here, yes, here's that's, also. that's it. Thank you. That's I give you 45. five baht I have. Okay, I give you 45. Thank you. ขอบคุณค่ะ So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch warten. Willst du einen Fruchtshake haben? Ja, Dann hole ich uns Mixed warte, so einen Fruit. gemixten, dann hole ich uns dann so einen gemixten Fruchtshake. Two mixed fruit. With fruit shake, you want sugar or no sugar? No oh, sugar. without sugar. Stimmt. Der Matchpass, wir haben vergessen zu sagen, ohne Zucker. Haben aber noch gegessen. Hier seht ihr auch mal so die Preise, völlig human. Da die Auswahl, die sie haben. Und das frische Auswahl, das finde ich ja immer ganz toll. Also der Mixed Fruit Shake ist immer irgendwie anders, weil das kann man jetzt gar nicht so genau sagen, was die da gerade da haben. Ne? Wir haben schon roten gehabt, wir haben Orangen gehabt, So, sieht aber ein immer bisschen lecker. anders aus, aber schmeckt immer. Ja. Ja, immer gut. Die schneidet auch gerade die frischen Früchte. Ach, das ist übrigens hier an dem Lamai Nachtmarkt. Der auch Ja, vielleicht. tagsüber teilweise geöffnet hat. Ich weiß gar nicht, wann die aufmachen hier, aber hier die, Ja, also ich glaub, so zum Nachmittag, abends sind ja auch die Stände auf. hier die haben immer auf eigentlich. Also immer wenn wir langfahren, haben die auch. Wenigstens hier die ersten 3. Danach kommt dann Sticky Rice, glaube ich, ne? Ja, der hat leider nicht immer auf. Thank you ขอบคุณค่ะมาดาม See you ค่ะ Okay? Fehlt nur noch mal eine Pizza, dann haben wir lecker essen. Ah ne, Martin fehlen auch noch welche. Aber ich kann ja schon mal anfangen wenigstens. Der ist lecker, das weiß Das ich. sagt sie hier mit Krabben, ne? So, du darfst weitermachen, ich habe Kamera wieder angemacht. Aber der- lauter sprechen bitte. Der ist auf jeden Fall mit Krabben, der schmeckt sehr gut. Sonst schreit er mal so und jetzt ist er so leise. Den Tofu habe ich ja sicherheitshalber da liegen lassen. Ich glaube, Ja, das ist ungesunder Zeug. Thank you. Hier? So, da sind die Hähnchen noch gekommen. Schwer zu sagen, nach was der schmeckt. Der schmeckt gut. Hähnchen. Ja, ist irgendwie so ein Hähnchenzweig. Und den Rest kann ich euch sagen, der schmeckt sehr gut, weil ich das alles schon kenne. Jetzt wird die Situation hier auf dem Markt viel, viel entspannter. Denn Sarah war doch schon so ein bisschen, also man hat gemerkt, dass Sarah Hunger hat. Dann verändert sie sich ja so ein bisschen charakterlich. Aber jetzt hat sie wieder beste Laune. Und schmeckt. Sieht ja auch auf jeden Fall echt lecker aus. Was ist da mit Salami, ne? Ich glaube ja. Sieht so aus, ja. Ja, mit ein bisschen schärferer Salam sollte es sein zumindest. Naja, du kannst ja mal eine scharfe Soße noch nehmen, wenn du willst. Obwohl die auch nicht so scharf ist. Wenn ihr das seht, da seht ihr, dass wir immer wieder richtig Glück mit dem Wetter haben. Und die ganzen Stände bereiten sich jetzt schon alle relativ hektisch da davor. Dass es gleich anfängt richtig zu regnen. Und eigentlich wollen wir nur hier sitzen bleiben erstmal. Wir sitzen den Regen hier aus. Weil wir müssen nämlich dahin quasi. In die Richtung. Sagt Martin zumindest. Wir werden den Regen einmal hier aussitzen. Ich glaube, wir werden einmal einen Tisch weitergehen. Aber wenn das jetzt gleich richtig anfängt, möchte ich nicht am Rand sitzen. Also sieht irgendwie cool aus. Da so dunkel, da hell. Also der Wind kommt jetzt schon, aber wir haben diesmal die Klappe für die Kamera dabei. Und wie du gesagt hast, der Regen kommt sogar ein bisschen bis hier. Ich glaube, Ja. wir müssen uns jetzt weiter zurückziehen. Oder da. Oder dahin. Wir waren dann noch mal weiter. Da kam der Regen. Mal gucken, jetzt eine Windböe, dann werden wir hier nass. Weil hier ist jetzt auch schwer das Ende, aber gut. Wir probieren es mal.
Ja, die ach so harten Männer, ne? Kaum ist es runter. Ein Fliegehund. Weil der denkt, du hast was zu essen. Du weißt ja, dass ich schon mal vergessen. Auf jeden Fall ist es kalt hier. Ich gehe gleich da bei denen in die Stände rein. Seht ihr meine Kapuze? Oh. Du wartest mit uns hier, ne? Ein schöner Tag im heißen Thailand. Aber wir mögen ja Regen. Aber nicht irgendwo auf dem Berg und werden klatschnass. Also ich finde das schon sehr vorteilhaft. Also ich wurde nicht nass. Ja, du nicht. Ich fand's gut. Aber du musst ja unbedingt zu dem Wasserfall rennen, der nicht da war. Nächster, den finden wir noch. Die Tage. Jetzt hat er sogar mehr Wasser als uns. Sarah geht jetzt noch einen Kaffee bestellen. Jetzt hat der Regen leicht nachgelassen und jetzt wird sie da noch Kaffee bestellen, weil irgendwie wird es noch ein bisschen länger dauern und dementsprechend werden wir hier noch ein bisschen sitzen müssen und irgendwas Warmes müssen wir jetzt haben. Sarah hat jetzt hier holt den Kaffee jetzt hier rüber. Mir ist das zu nass. Ich bin jetzt die letzten Tage beim Fahren immer nass geworden, wo Sarah ihren Anzug an hatte. Also kann Sarah jetzt auch mal ein bisschen nass werden, würde ich mal so sagen. Ja, der Kaffee für 40 Baht pro Stück ist, ja, könnte ein bisschen mehr in den Tassen drin sein, würde ich fast sagen. Also ist jetzt Die falsche Tasse, glaube ich, Espresso oder so. ja, ist irgendwie ein Espresso geworden. Wir gehen jetzt hier, wie vorhin schon besprochen, mal Richtung Strand. Hier den Weg hinter diesem Lamai Night Market. Hier ist so ein kleiner Flussbach. Ja, ist schon eher ein Fluss. Und hier gehen wir mal lang. Haben wir ja vorhin versprochen. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde gesessen. Ne? Ja, mit dem Regen davor. Also mit dem Regen, ja genau, eine Stunde hat es geregnet. Davor haben wir ja gesessen, hier gegessen und so, alles gemütlich. Aber es hat jetzt tatsächlich eine Stunde gut geregnet. Und jo, jetzt haben wir uns gesagt, trauen wir uns mal bis zum Strand zu gehen. Das ist ja wirklich nicht weit. Ich kann jetzt von hier aus schon den Sand sehen. Was ich sagen muss ist, hier, die Fliesen sind relativ rutschig. Das habe ich schon mal festgestellt. Jetzt müssen wir hier noch klettern. Hello, no problem. Jo, und gleich, wir haben ja da hinten geparkt, müssen wir nochmal zurück und uns was zum Abendessen mitnehmen, weil wir wollten eigentlich noch woanders hinfahren und uns was zum Abendessen holen. Aber wir haben gesagt, komm, das Wetter ist jetzt nicht das Beste und dementsprechend wollen wir das jetzt nicht machen. Hier sehen wir jetzt die Baustelle von hinten und wie die Jungs da irgendwie den ganzen Müll da runterkippen. Also ist jetzt nicht die schönste Aussicht hier auf dem Weg. Müsste man hier auf die andere Seite zum Fluss gucken. Genau. Aber da könnt ihr vielleicht schon den Strand erkennen. Wir sind fast da. Wir waren da letztes Mal schon. Das kann ich mir Einmal. Da kann man auch mit dem Roller bis eigentlich hinfahren und da parken. Das können wir euch gleich zeigen. Denn nämlich da, wo man den Roller parkt, kommt man hier von dem Fußweg raus. Ich meine, den Fußweg sind wir noch nicht gegangen, aber wir konnten sehen, wo der Fußweg dann da vorne ankommt. Da sehe ich nämlich auch schon die Brücke. Hier haben wir ein bisschen Papaya. Bei uns heißt die, glaube ich, Mamon in Paraguay. Und die Bäumchen haben die Leute in Paraguay genauso überall rumstehen. Und da sind dann immer richtig viele dran. Aber trotzdem sind die Mamons, Papayas oder wie auch immer man die nennen mag, irgendwie total teuer bei uns in Paraguay. Jetzt höre ich schon Meeresrauschen. Und der Fluss mündet da vorne auch ins Meer. Und ich muss sagen, wo wir letztes Mal hier waren, war der noch richtig leer. Also da konnte man noch sehen, da war alles Matsche. Da war das Flussbett fast komplett ausgetrocknet. So, wie ich gerade schon gesagt habe, kommen wir jetzt hier an der Stelle an, wo man da hier auch parken kann. Hier kann man sich auch noch massieren lassen. Und auch nicht schlecht, dann hat die ja für 5 Baht eine Toilette. Ich glaube sogar Duschen, ich weiß nicht, ob da nur Toiletten sind. Und so ein Automat für Toiletten habe ich noch nie gesehen. Ne, es sind auch Duschen, also man kann sogar
duschen und zur Toilette gehen. Auch für Behinderte ist auch was. Und da ist noch irgendwie so ein Fitnessraum, aber habe ich jetzt keine Lust reinzurennen. Und wenn ihr mit dem Moped ankommt, dann kommt ihr nämlich hier diese Straße lang und könnt dann hier parken. Wir sind hier, steht ja auch da, sogar auf Englisch. Sarah guckt nochmal, wo wir überall waren. Ich glaube, da waren wir schon, da waren wir auch schon. Ja, da waren wir eigentlich schon überall. Einiges haben wir schon abgearbeitet. Also das haben wir alles abgearbeitet. Ja. Hier sind nochmal die Preise für die Massage. Also hier bei uns in der Gegend ist eigentlich die Thai-Massage so bei 300 und alles andere müsst ihr selber gucken. Hier haben sie das recht eindrucksvoll gemacht, hier den Eingang oder die Brücke über diesen Fluss, wo wir gerade waren, hin zum Meer. Aber angenehm warm eigentlich. Also es ist kalt, aber für normale Menschen ist das wahrscheinlich warm. Ja, also für uns ist das schon relativ kühl. Jetzt wird der Regen auch gerade wieder so ein bisschen stärker. Aber da sind Leute im Wasser, sie haben kurze Sachen an. Ich denke auch mal, das Meer, das wird jetzt richtig warm sein, wenn man da reingeht. Da ist ja immer Badewanne. Sollte das warm sein. Genau, wir werden da nicht reingehen und der Regen wird jetzt auch gerade wieder stärker. Schon geil eigentlich, ne? So Ja. mit den Wellen. Auch ist jetzt bestimmt auch angenehm, da drin zu sitzen. Also hier ist auch Wärmer als hier wahrscheinlich. nicht schlecht, wenn man einfach mal schnell am Strand will. Ist man auch hier schnell. Aber wo ist man auf der Insel hier nicht gerade schnell am Strand? Die Insel ist relativ klein und dementsprechend ist man eigentlich überall schnell am Wasser. Und bei dem Regen hat man sowieso das Wasser immer bei sich. Ja, wir gehen jetzt wieder zurück, holen uns noch was zum Abendbrot oder vielleicht gucken wir mal, die haben da gerade angefangen, die Stände aufzumachen. Können wir euch auch noch mal die Stände zeigen, wenn wir gerade schon mal da am Markt sind. Sarah hat keine Lust mehr. Ja, dann muss ich das wohl. Dann muss ich das wohl diesmal machen, wenn ich dran denke. Jetzt will sie mich natürlich ärgern hier mit ihrem Cape. Aber macht nichts. Wir sind jetzt hier wieder am Markt, hier im hinteren Bereich. Hier waren wir noch nie. Hier spielt wohl auch immer eine Band abends. Und hier kann man schießen. Das ist ja interessant. Mit diesen, mit so Luftdruck und diese Kugeln oder so. Auch nicht schlecht. So, hier könnt ihr euch noch was zu rauchen kaufen. Jetzt wird uns wieder vorgeworfen, jetzt machen wir auch noch Werbung für Drogen. Nein, machen wir nicht. Also, hier könnt ihr was trinken. Hier, der Fisch ist lecker. Der ist richtig gut. Ja, also, hallo. Der Fisch ist richtig lecker und ja, wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, wir müssen uns den mal holen und euch den zeigen. Aber es ist immer so eine Sache unterwegs, so einen Fisch zu essen. Aber, hallo, hier kann ich jetzt erst noch meinen Sticky Reis holen und Sarah holt dann gleich da. Da ist zwar kein Fleisch drin, aber der schmeckt trotzdem gut. Und wir holen ja gleich noch 10 Hähnchen, also keine Angst, wir sind jetzt nicht unter die Veganer gegangen. Nein, Macht euch keine Sorgen um uns. wir sind noch normal. Wir ernähren uns weiterhin gesund. Gesundheit mit Fleisch. Ich glaube, nach dem Urlaub kann ich meine lieben Birkenstocks wegschmeißen. Nein, So question, kurze Frage. Ich glaube, ihr seid Deutsch. ja, Deutsch ist besser. Wo Ja. kommt ihr her? Der Überwurf. 7-Eleven. Ja. Wart ihr irgendwo einer? Weil gerade eben hattest du den noch nicht. Ich habe dir aus dem Roller geholt. Den hat die letztes Mal geholt, aber die sind meistens ausverkauft. Du kriegst immer nur diese Mülltüten-Dinger. Ja, genau. Ich wollte für mich Den habe auch ich auch einen so holen, noch nie gesehen. aber ich hab auch nur so ein Mülltüten-Ding gekriegt und da werde ich lieber nass. Ja, das Also- ist halt ätzend. Genau. Da Aber die fühlt sich sind das auch. gut. Ja, Ja, die sind geil. Die sind geil. Also bei 7-Eleven. ja. Ja, und wenn sie dann welche da haben. Ne? Gerne. Ja, meine Bällchen sind beliebt. Die habe ich euch hier noch nie so gesehen. Ja, da musst du ja noch 10 Stück mitnehmen nach Basel. Wofür? Ja gut, für Wir haben die keinen drei- Regen. Die 3 Regen im Jahr. Wir haben keinen Regen. Bye. So, jetzt geht's zur richtigen Verpflegung, ne? Genau. Da ich den sauren Apfel beißen muss und ja, gleich nass werde, habe ich mir gedacht, jetzt kann ich auch einmal hier noch schnell langlaufen und euch hier die Marktstände zeigen, was sie hier alles so verkaufen. Sarah möchte nicht, obwohl Sarah ja eigentlich besser ausgestattet ist hier mit ihrem rosa Ja, das ist ganz cool, das. Diese ganzen Holzschüsseln.
Aber Holzschüsseln kriegen wir bei uns in Paraguay auch und dementsprechend werden wir uns damit jetzt nicht den Koffer voll packen. Wir müssen so oder so mal gucken, wie wir zurückkommen. Ja, diese Kokosnussschalen haben wir euch ja schon gezeigt. Ich glaube da, wo wir bei diesem Big Buddha waren. Und hier sind die noch am Aufbauen. Da habe ich noch eine Bestellung hier mit den Hosen. Wäre mal interessant, was sie kosten. How much are they? This one? No, yes, This one 300, this Three- one 400. 300 and this one 400? Ah, okay. Thank you. Also 300 und 400 Baht die Hosen, je nach Qualität. Mal gucken, auf jeden Fall davon muss ich ein paar mitbringen. Da habe ich ein paar Leuten die versprochen. Ja, und hier auch nochmal so Souvenirs. Das sind natürlich alles so Sachen. Ja, die Dinger sind hier sicherlich nur zum Flaschenöffnen da. Ja, ist halt ein ganz kleiner, überschaubarer Markt hier. Aber wir gehen auch meistens nur fürs Essen hier hin. Ja, hierfür braucht man in Deutschland sicherlich schon einen Waffenschein, so wie die sich anstellen. Da ist ja jedes Küchenmesser jetzt schon eine Waffe. Und hier auch nochmal so Figuren. Lauter Zeugs aus Messing. Ja, so. Jetzt hole ich die Sarah da ab. Die hat da vorne gewartet. Und dann geht's in den Regen. Wir haben mittlerweile ja unser Abendbrot schon besorgt. Und dann kann es jetzt losgehen. So, auf geht's.